Fest integrierte Akkus, die sich nicht mehr aus dem Unterrohr herausnehmen lassen, sind für viele E-Mountainbiker zum absoluten Tabuthema geworden. Und trotzdem scheint die Bike-Industrie rigoros an diesem Trend festhalten zu wollen. Anders Conway, denn der oberpfälzische Bike-Hersteller setzt weiterhin auf eine Öffnung im Unterrohr, über die sich der Akku einfach herausnehmen lässt. Ob das einfach nur Oldschool ist oder ob sich die Jungs von Conway hier ein richtig smartes System ausgedacht haben, das haben wir auf die Probe gestellt und das neue Rivon LT auf den Trails in Lutsch auf Herz und Nieren getestet. Was das Rivon LT kann, das zeigen wir euch in diesem Video. Conway schickt mit dem neuen Rivon LT ein potentes E-Light Enduro ins Rennen, das vor allem bergab so richtig Spaß machen soll. Doch wer bergab Spaß haben will, der gibt sich ja meistens nicht nur mit einer Abfahrt zufrieden, sondern möchte am liebsten den ganzen Tag Partylaps drehen. Das steht aber irgendwie im Konflikt mit den aktuellen Light-E-Bike-Konzepten, denn die bauen alle auf relativ kompakten Akkus auf, die eben nur begrenzte Reichweite bieten. Was also tun? Bei der Frage nach der maximalen Reichhöhe verweisen viele Hersteller auf die Möglichkeit, einen Range Extender auf dem Unterrohr zu installieren. Im Fall des Bosch-Systems heißt der Range Extender Power More und liefert 250 Wattstunden zusätzliche Energie. Allerdings muss man dafür auch 450 € berappen. Der große Nachteil des Range Extenders ist in meinen Augen, dass er zusätzlich zum ohnehin schon vorhandenen Akku auf dem Unterrohr installiert wird. Das heißt, er treibt das Gewicht des Bikes um 1,6 Kilo nach oben. Conway hat sich offensichtlich nicht mit der Lösung des Range Extenders abspeisen lassen, sondern hat das Thema weitergedacht. Wenn man nämlich den Range Extender mit dem Compact Tube Akku, der im Unterrohr sitzt, vergleicht, wird eines klar. Das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis bietet definitiv der Compact Tube Akku. Der Compact Tube Akku bietet 400 Wattstunden Energie. Das sind 60% mehr als beim Power More Range Extender. Dabei kostet der Compact Tube Akku gerade mal 100 € mehr. Das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht also ganz klar für den Compact Tube Akku. Und genau das hat Conway für sich erkannt. Conway empfiehlt, einfach in einen zweiten Compact Tube Akku zu investieren und somit seine Reichweite zu verdoppeln. Und das Beste daran, mit dem zweiten Akku erhöhe ich noch nicht mal das Gewicht am Rad, denn ich kann den zweiten Akku entweder in den Rucksack packen oder noch besser einfach im Tal im Auto platzieren. Damit das Konzept rund wird, muss der Akkuwechsel natürlich richtig schnell von der Hand gehen. Deshalb hat Conway dem Rivon LT ein Schnellwechselsystem spendiert. Damit lässt sich der Akku via Knopfdruck aus dem Unterrohr entnehmen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt kurz. Das Unterrohrcover ist hier vorne per Clip-Mechanismus gesichert, lässt sich einfach öffnen. Dann einfach den Pin drücken, den Akku nach unten rausnehmen, der jetzt unten noch via Feder gesichert ist, damit er nicht herausfällt. Und dann kann ich den Akku einfach nach unten herausziehen. Und wie ihr jetzt schon seht, der Compact Tube ist wirklich kompakt, denn er hat gerade mal 380 mm Länge. Und damit passt er eben auch in so kleine Rucksäcke wie hier mein Asui. Wer also mal Ganztagestouren fahren will und den Akku einfach mitnehmen will, ja, der findet immer einen Platz, um einen zweiten Akku dabei zu haben. Wenn der Akkuwechsel so schnell und einfach von der Hand geht, dann darf man auch die Frage stellen, ob es denn überhaupt noch einen Ladeport am Rahmen braucht. Und in diesem Punkt war Conway richtig konsequent und hat den Akkuport einfach weggelassen. Weniger Bauteile bedeuten nämlich auch weniger Probleme. Und in diesem Fall sogar ein klein bisschen weniger Gewicht. Ich finde das System total schlüssig. Vor allem, da ich ja oft dort, wo das Rad steht, gar keine Lademöglichkeit habe und den Akku zum Laden rausnehmen muss. In einer Sache muss man aufgrund der großen Öffnung im Unterrohr allerdings Abstriche machen, nämlich in puncto Steifigkeit.
Denn der Rivon LT-Rahmen ist nicht gerade der steifste Rahmen unter den Light EMTBs. Im Gegenteil, er ist sogar ziemlich weich, nämlich gerade im Bereich des Motorinterfaces und dem Übergang zum Hinterbau. Das mag für manch einen ein Negativpunkt sein. Ich persönlich mag den Komfortzugewinn, der sich durch den Flex des Rahmens ergibt. Der Rahmen verzeiht einfach viel mehr Fehler und fühlt sich dadurch unglaublich gutmütig an. Das Bike möchte freigegeben werden. Es sucht sich seine Linie. Ganz so, wie der ehemalige Downhill-Weltmeister Nico Vouillot immer schon gesagt hat. Das Rad soll weich sein und findet dann schon seinen Weg. So ist das eben auch mit dem Rivon LT. Und deswegen verhält sich das Rad auch so gutmütig. Dank der üppigen Reifenfreiheit im Hinterbau hat man auch trotz der moderaten Steifigkeit keinerlei Probleme, dass der Reifen an den Kettenstreben schleift. Apropos Reifen, trotz des schlanken Gewichts von nur 19 Kilogramm setzt Conway am Rivon LT auf eine kompromisslos haltbare Ausstattung. Am Hinterrad kommt ein Maxxis Minion DHR2 mit solider Double-Down-Karkasse zum Einsatz. Der schützt nicht nur die Carbonfelgen, sondern vor allem vor Pannen. Und jeder, der die Trails hier in Lutsch kennt, der weiß, wie viele Reifenplatten man sich hier auf den steinigen Trails fahren kann. Wir hatten während unseres Tests keinen einzigen Platten. Geschaltet wird mit einer edlen SRAM X0 Transmission Access-Schaltung, bei der via Funk geschaltet wird. Schade finde ich allerdings, dass Conway hier nicht die Extrameile gegangen ist und dem Schaltwerk die Energieversorgung aus dem Hauptakku gespendiert hat. Denn es gibt die Möglichkeit, die Access-Schaltwerke via Kabel aus dem Unterrohrakku mit Energie zu speisen. Dann hat man nämlich nicht das Problem, im dümmsten Falle mal mit leerem Akku am Schaltwerk dazustehen. Eine echte Überraschung waren für mich die THP-Bremsen, die am Conway verbaut sind. Denn die DHR Evo-Bremsen in der Heavy-Duty-Ausführung haben nicht nur eine absolut geniale Modulation, sondern auch richtig viel Bremspower. Am Vorderrad kommt sogar eine große 220 mm Scheibe zum Einsatz und die bringt einen auch im gesteilsten Gelände sicher zum Stehen. Das Bike bietet 170 mm Federweg an Front und Heck und das zeigt schon ganz klar, wo das Rad hin will, nämlich bergab. Und um das zu testen, gibt es hier rund um Lutsch ja mehr als genügend Trails. Auf dem Chili Trail mit seinen garstigen Steinfeldern konnte ich es mit dem Rivon LT richtig stehen lassen und habe mich noch dazu super sicher gefühlt. Man steht tief im Rad und das, obwohl das Cockpit gar nicht mal so hoch ist. Das Cockpit zieht einen sogar eher etwas nach vorne. Das bringt aber ordentlich Druck aufs Vorderrad, wodurch das Rad super sicher durch Kurven geht. Es gibt kein Untersteuern und auch kein Übersteuern und dementsprechend auch keine bösen Überraschungen in Kurven. Man kann sich darauf verlassen, dass das Rad sicher durch Kurven durchzieht. Alles in allem bügelt das Rad ordentlich was weg. Und das, obwohl an der Front noch nicht mal Foxes fette Enduro-Gabel 38 verbaut ist, sondern die 36. Ich persönlich finde es gut, denn die 38 ist mir mit meinen 75 Kilo oft ohnehin viel zu steif. Ich finde die Kombination hier genau richtig, denn die Gabel harmoniert mit der Steifigkeit des Rahmens und ergibt so ein schlüssiges Gesamtkonzept. Eins ist demnach klar, auf der Abfahrt kann das Rivon LT voll und ganz überzeugen. Es macht richtig viel Spaß, vermittelt sehr viel Sicherheit und verhält sich so gutmütig, dass man sich traut, den eigenen Grenzbereich mit viel Vertrauen auszuloten. Allerdings ist das nicht alles, was so ein Enduro können muss, denn man muss ja irgendwie auch nach oben kommen. Und dafür gibt es den Bosch SX-Motor. Das Alleinstellungsmerkmal des Bosch SX-Motors im Feld der Light-Assist-Motoren ist seine enorme Leistung. Denn genau wie sein großer Bruder, der Full-Power-Motor Bosch CX, kann er mit bis zu 600 Watt Leistung unterstützen. Die Zahlen klingen gut. Ehrlich gesagt, im Praxistest habe ich das aber nur selten abrufen können. Denn um dem Motor so viel Leistung zu entlocken, muss man mit richtig hoher Trittfrequenz in die Pedale treten.
Mit über 100 Umdrehungen pro Minute will der Motor dann auf Touren gebracht werden. Auf Asphaltstraßen und Schotterwegen kommt man mit dem SX-Motor richtig schnell voran. Ich habe das Gefühl, dass ich ungefähr doppelt so schnell war, als wäre ich ohne Motor unterwegs. Doch so richtig viel Spaß macht ja eigentlich der Uphill Flow, also im Gelände nach oben zu fahren. Und hier hat der SX-Motor schon so seine Defizite gezeigt. Denn um ihm seine Maximalleistung zu entlocken, braucht es, wie angesprochen, richtig viel Trittfrequenz. Und je anspruchsvoller das Gelände ist, desto öfter hat man das Problem, dass man mit den Kurbelarmen dann beim Treten aufsitzt. Zum Glück hat Conway aber auch hier mitgedacht und dem Rivon LT relativ kurze Kurbeln spendiert. Ab Rahmengröße L gibt es 165 mm kurze Kurbeln, ab M und darunter sogar 160 mm kurze Kurbeln. Das reicht für die meisten moderaten Trails locker aus, um sicher nach oben kurbeln zu können. Wenn es allerdings richtig technisch und verblockt wird, dann hatte ich eben doch den einen oder anderen Kurbelaufsetzer. Und das stört dann eben diese hohe Trittfrequenz, wodurch die Leistung des Motors abfällt und man einfach nicht mehr vom Fleck kommt. Solange man aber auf moderaten Trails bleibt, auf flowigen Uphills, klettert das Rivon richtig souverän nach oben. Ich habe überhaupt keine Probleme mit einem steigenden Vorderrad gehabt. Gar nicht. Das Vorderrad klebt förmlich am Boden und somit kann man sehr kontrolliert auch enge Radien, enge Kurven berghoch fahren. Das hat mir schon wirklich viel Spaß gemacht. Und wenn wir schon bei Details wie der Kurbellänge sind, dann möchte ich auch die anderen Details ansprechen, die ich persönlich richtig gut fand. Beispielsweise die top-dämpfenden und sehr ergonomischen Esculap-Griffe oder der Kettenstrebenprotektor, der die Kettenstrebe richtig großflächig abdeckt und das Rad absolut leise macht. Und last but not least, ich finde es super, dass Conway die Züge hier vorne direkt in das Unterrohr führt und nicht wie heutzutage bei so vielen Herstellern üblich durch den Steuersatz verlegt. Daumen hoch! Nach so viel Lob bleibt aber die Frage, für wen das Rivon LT denn jetzt eigentlich das richtige Rad ist. Nach meinen Erfahrungen empfiehlt es sich für alle Enduro-Biker, die auf den Shuttle verzichten möchten, aber trotzdem den Tag voll ausnutzen wollen und so viele Runden wie möglich drehen möchten. Denn dank des smarten Akkukonzepts kann ich mir einen zweiten Akku im Tal lagern und einfach meine Reichweite verdoppeln. Außerdem fährt sich das Rad fast so agil wie ein Enduro-Bike ohne Motor, also nicht so träge wie beispielsweise Full-Power E-Mountainbikes. Und damit ist das Rivon für mich schon so ein bisschen wie das Beste aus zwei Welten. Wer sich so richtig viel Fahrspaß gönnen will, Partylaps runterschruppen will und trotzdem auf die stickige Luft im Shuttle-Van verzichten will, der wird mit dem Rivon LT seine wahre Freude haben. Allerdings ist der große Wermutstropfen, dass man dafür sein Konto plündern muss. Denn mit 10.000 € schlägt das Rad ordentlich ins Gewicht. Wohl dem, der über seinen Arbeitgeber an ein Jobrad kommt.